Felix träumt von einem gesunden Schlaf. Ob Zimmerpflanzen dabei helfen können? Wir haben keine Pflanzen im Schlafzimmer. Also vielleicht gibt es Pflanzen, die gut sind, so wie Grünlilien oder sowas. Die sollen ja auch die Schadstoffe aus den Möbeln aufsammeln. Aber ich habe keine, muss ich ehrlich sagen. Aber im Schlafzimmer habe ich keine Pflanzen. Aber es ist eine gute Idee. Ist es auch. Und wir lassen uns von Baumschulmeisterin Claudia Peselmann zeigen, worauf es dabei ankommt. Das A und O, besonders wichtig auch für Allergiker, die Erde im Topf darf nicht schimmeln. Verhindern kann man das mit Lecaton. Ein bisschen Erde rein, Lecaton oben drauf, mischen das einmal durch. Pflanze rein und nach oben 2 Finger Luft lassen. Dass wir einen Gießrand haben, so nennt man das. Füllen das Ganze locker bis zum Rand auf. Keine Sorge, die Blumenerde sackt durch das Gießen später wieder zurück in den Topf. Drücken das Ganze ein bisschen an. 1-2 Mal locker angießen. Und so schimmelt es nicht? Da schimmelt nichts. Also wenn man mit gesundem Menschenverstand gießt, ich kann auch so eine Pflanze zum Schimmeln bringen, wenn ich die in den Übertopf setze und bis zum Rand mit Wasser fülle. Es ist keine Hydrokultur, das muss man bedenken, aber ansonsten, die kommt mit ganz, ganz wenig Wasser klar. Claudia Peselmann packt uns jetzt eine Kiste voller Pflanzen, die wenig Wasser brauchen und gut für das Schlafzimmer geeignet sind. Mit dabei ein Klassiker, der noch am Klima arbeitet, wenn wir noch schlafen: die Aloe Vera. Aloe Vera hat den Vorteil, sie betreibt nicht nur Photosynthese tagsüber, so wie wir das aus dem Biounterricht von früher kennen, sondern sie ist auch ein Nachtspender. Das heißt, sie bindet CO2 auch nachts und gibt Sauerstoff ab. Und das ist natürlich eine wunderbare Eigenschaft, deswegen sollte sie auf keinen Fall fehlen. Sie braucht ganz, ganz wenig Wasser. Sie hat ja diese dicken Speicherblätter, eben diese Sukkulenten. Sie hätte es aber gerne relativ sonnig. Und deswegen stellen wir sie am besten direkt ans Fenster. Der Tipp für alle mit Schlafzimmer auf der Nordseite ist der Bogenhanf. Den Bogenhanf gibt es in ganz, ganz vielen Varianten. Also wer diese Schwertform nicht mag, der mag vielleicht diese kleinen Stachelschweinborsten. Es gibt unendlich viele Arten. Wichtig ist auch, Pflanzen dieser Art sind sehr, sehr gut für den Schatten geeignet. Also sie brauchen nicht zwingend ein Sonnenfenster und deswegen können die auch gerne ein Stockwerk tiefer. In einer Studie der NASA aus den 80ern heißt es, dass Bogenhanf Abgase und Tabakrauch aus der Luft filtern kann. Inzwischen hat eine neue Studie diese Aussage jedoch relativiert. Also sie können Schadstoffe filtern, aber natürlich nicht so, dass ich mir eine Pflanze ins Zimmer stelle und rauche den ganzen Abend. Das funktioniert natürlich nicht. Pflanzen speichern diese Schadstoffe auch aus der Luft mit ihren Wurzeln. Das ist auch ganz wichtig, was viele nicht wissen. Es gibt spezielle Töpfe, da kann man auch einfach einen ausrangierten Topf aus der Hydrokultur nehmen. Die haben hier Löcher. Und dadurch kommt Luft an die Wurzeln und die sorgen eigentlich für diesen Austausch. Das muss man wissen. Das kann man auch ganz leicht hier einfach was rausschneiden und dann funktioniert das genauso gut. Gut gegen Ausdünstungen von Möbeln ist diese Pflanze. Der Drachenbaum oder auch Dracaena genannt, der filtert eher Formaldehyd, also wieder andere Schadstoffe aus der Luft, ist für Sonne oder Schatten geeignet, je nachdem, für welche Art wir uns entscheiden und ist auch extrem pflegeleicht. Wichtig ist natürlich auch immer mal das Fenster zu öffnen oder man hat einen Luftreiniger in der Wohnung stehen, je nachdem, wie die Wohnung gelegen ist. Denn die Reinigung der Luft alleine den Zimmerpflanzen zu überlassen, das funktioniert leider nicht. Das hier ist eine Pflanze für Menschen ohne grünen Daumen. Die Efeutute kann wahnsinnig viel Feuchtigkeit abgeben, wenn sie Feuchtigkeit hat. Sie kommt aber mit der Trockenheit genauso gut klar. Das heißt, ich kann sie einfach hinsetzen, fast ein halbes Jahr vergessen und sie lebt immer noch. Das ist also wirklich was so für den Gießmuffel oder für jemanden, der sonst immer nur mit Plastikblumen zu tun hatte. Und sie hat ein wahnsinnig großes Blattvolumen und das sorgt natürlich für eine gewisse Atmosphäre im Raum. Wie die Efeutute sind auch die tropischen Pflanzen wie Palmen und Farne für den Schatten geeignet. Besonders gut gefällt es denen im Bad. Aber im Schlafzimmer ist es zum Beispiel in der Regel zu trocken. Deswegen muss man die einmal in der Woche am besten in die Dusche stellen. Sind sie zu groß dafür und deswegen nicht mehr transportabel, dann nimmt man den Wassersprüher. Nur das erhöht natürlich die Luftfeuchtigkeit im Raum und wenn Ihre Wände oder Tapeten das nicht mitmachen, kann das schlechte Folgen haben. Es gibt aber auch Alternativen, die auch Luftfeuchtigkeit spenden. Das sind zum Beispiel Bromelien. Bromelien sind Halbschmarotzer, das heißt, sie wachsen eigentlich gar nicht in der Erde, sondern sitzen wiederum an Bäume drauf. Und die Feuchtigkeit, die sie brauchen, die kann man ihnen auch sehr, sehr gut zuführen, ohne die Erde feucht zu machen. Man gießt das in diesen kleinen Trichter. Das ist die beste natürliche Plastiktüte, die es gibt. Und wie viele Pflanzen brauche ich in meinem Zimmer, um das Klima positiv zu beeinflussen?
Also wir sagen mal, auf 10 Quadratmeter braucht man ungefähr ein Viertel Kubik Grünmasse, also als Volumen. Das sind ungefähr 5 Pflanzen dieser Art oder wenn ich kleinere habe, entsprechend mehr. Und dann kann man das Raumklima deutlich verbessern. Mit diesen 12 grünen Gesellen sollte es hier also klappen mit dem guten Klima im Schlafzimmer. Ein Traum. Und schnarchen tun sie auch nicht.